Warum endet Liebe? Weil man sich nicht mehr genügt? Weil man jemand Besseren gefunden hat oder sich für bindungsunfähig hält? Die Gründe sind vielfältig, und doch gehen sie immer davon aus, dass es sich beim Beenden einer Liebe um eine individuelle Entscheidung handelt. Aber was wäre, wenn das gar nicht stimmt? Die weltberühmte Soziologin Eva Illouz hat ein Buch geschrieben, in dem sie das Ende einer Liebe auf gesellschaftliche Gründe zurückführt. Auf einer Veranstaltung der Phil Cologne 2019 unterhält sich Sonja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophiemagazins, mit Eva Illouz über Romantik, Konsum und Sexualität heute. Warum endet Liebe? Dieser Frage werden wir heute Abend hier auf der Bühne nachgehen, und zwar mit einer der bedeutendsten Soziologinnen unserer Zeit. Sie lehrt Soziologie in Jerusalem, hat eine Professur dort. Ihr jüngstes Buch heißt Warum Liebe endet. Frau Illouz, es ist ja so, dass wenn eine Liebe in die Brüche zu gehen droht, dass man dann vielleicht ein paar Therapeuten aufsucht, um das Ende noch irgendwie zu verhindern, oder wenn das Ende dann geschehen ist, dann geht man vielleicht erst recht zum Therapeuten, um sich heilen zu lassen von etwaigen frühkindlichen Traumata. Sie stehen dem gesamten, sagen wir mal, psychologischen Ansatz kritisch gegenüber. Warum? Thank you for the question. First of all, I should clarify that I'm a sociologist of culture. And sociologists of culture are people who ask themselves, what do people believe in and why? So in that sense, we don't make a distinction between, for example, believing in God or believing in freedom. For sociologists of culture, it doesn't make a difference. We just want to understand why at a particular moment. Zunächst einmal vielen Dank für die Frage. Also ich muss zunächst eines klarstellen, ich bin Kultursoziologin. Und was wir Kultursoziologinnen und Soziologen tun, ist, dass wir uns ansehen, was glauben die Menschen und warum glauben die Menschen das. Das heißt, für uns macht es keinen Unterschied, ob jemand an Gott glaubt oder an die Freiheit glaubt. Für uns Kultursoziologen macht es keinen Unterschied. Wir wollen einfach verstehen, warum zu einem bestimmten Zeitpunkt jemand an Gott glaubt und dann zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht an die Freiheit glaubt. Aber da Sie den Aspekt der Therapie angesprochen haben, da habe ich mich ja schon ziemlich viel mit Foucault befasst. Und Foucault hat ja unter anderem aufgedeckt, dass es diesen Dogmatismus gab. Dass man einfach blind akzeptiert hat, diesen Dogmatismus, und zwar den Dogmatismus der Prämissen der Psychoanalyse. Und als ich Foucault gelesen habe, war ich zunächst regelrecht schockiert. Das war für mich eine ganz neue Entdeckung. Foucault redet nicht vom wissenschaftlichen Ansatz, sondern er sagt, die Psychoanalyse oder die Psychologie sind Wege, um die Menschen zu disziplinieren, um die Menschen zu überwachen und die modernen Menschen dann zu Subjekten der Psychoanalyse und der Psychologie und Psychiatrie zu machen. Das heißt, man versucht eine Art Normierung zu schaffen der Menschen. Das ist also nicht mein eigener neuer Gedanke, sondern dieser Gedanke, der tauchte bei Foucault auch schon auf. Und zwar nicht nur bei ihm, sondern auch bei etlichen Feministinnen und Feministen, zum Beispiel Betty Friedan hat ja in den USA ein sehr bahnbrechendes Buch in den 1960er Jahren geschrieben, das sehr stark kritisiert wurde und das auch den Freud und den Freudianismus sehr stark kritisiert, weil es eben da auch hauptsächlich darum geht, dass die Frau der Frau die Schuld gegeben wird, dass sie ihre Rolle in der Familie nicht richtig erfüllt. Das heißt, wir haben also diese zwei verschiedenen Arten von Kritik. Und als ich dann mir dies angeschaut habe und das studiert habe und auf das Thema der Emotionalität und der romantischen Liebe kam, da ging es mir um den sozialen Aspekt des Ganzen, um den gesellschaftlichen Aspekt. Das heißt, da war es klar, dass wir das Ganze von der Psychologie und der Psychoanalyse
trennen müssen. Das heißt auch nicht nur trennen, sondern bin dann teilweise auch einfach in die Gegenrichtung gegangen und habe gesagt, dass die Psychologie eine Art Epistemologie der Emotionen geschaffen hat. Das heißt, in anderen Worten, es sind nicht nur unsere privaten, es sind nur unsere privaten Gedanken. Unser privates Inneres wird Realität für uns. Und das, was in uns drin ist, ist dann gleichzusetzen mit der Realität. Da gab es meines Erachtens im 20. Jahrhundert einen ganz eklatanten Wandel, dass eben das Innenleben der Menschen dann zu einer geradezu überwältigenden Realität wurde. Ich empfinde es so, deswegen ist es doch so. Zum Beispiel hat Simon Frey eine Autobiografie geschrieben, die äußerst erfolgreich war. Er hat über 800.000 Exemplare davon verkauft und nachher stellte sich heraus, dass die komplett frei erfunden war. Es stimmte alles gar nicht. Und Oprah Winfrey hat ihn dann aber trotzdem, hat ihm den Rücken gestärkt und hat dann gesagt, das ist aber seine Realität. Er hat es ebenso empfunden. Das heißt, was die Psychologie tut, ist genau das. Das Innere wird zur Realität. Und ich sage jetzt nicht, dass die Psychologie überhaupt gar nicht sinnvoll und nützlich ist. Natürlich hilft sie auch. Aber es ist so, dass man die Aspekte der Individualität, also das Empfinden der Individuen, nicht auf die Gesellschaft und die Gemeinschaft übertragen kann. Das heißt zum Beispiel, in der Psychologie ist es so, wenn ich am Arbeitsplatz unzufrieden bin, dann sagt der Psychologe zu mir, schauen wir doch mal, was das bei Ihnen macht, was ist mit Ihnen los und so weiter. Und man schaut auf sich selbst und man schaut überhaupt gar nicht auf den Arbeitsplatz, was da vielleicht vonstatten geht. Oder wenn eine Frau in ihrer Ehe unzufrieden ist, dann ist wieder der Fokus auf der Frau selber. Was empfindet sie? Nicht auf der Familie, die vielleicht ja auch eine unterdrückende Geschichte gehabt haben könnte. Das heißt also, die Psychologie missachtet da die gesellschaftlichen Ursprünge unseres Leidens und es ist eine Art Privatisierung, in dem Sinne, dass man selber ja das auch besitzt, dieses Empfinden. Das heißt also, es wird schwierig in der Öffentlichkeit eine öffentliche Sprache zu finden, eine politische Sprache zu finden, wenn man nur an sich denkt und über sich nachdenken kann. Und dann wird es schwierig, eine Art Solidarität zu schaffen. Meaning you are the only owner of your suffering. And that's why a public and political language becomes more difficult, I think, if everybody feels responsible for the depression, the anxiety, the sense of hopelessness, the sense of failure they are. If you feel that it is you and only about you, it's much more difficult to create collective narratives and narratives of solidarity. Noch eine Verständnisfrage zur Psychoanalyse, die ja auch angesprochen wurde, bevor wir dann zu der Frage kommen, was denn nun der kollektive Aspekt am Ende der Liebe ist, also zu der eigentlichen These von Ihnen, Frau Illouz. Ich würde gerne noch eine kritische Nachfrage stellen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass gerade die Psychoanalyse etwas zu schlecht wegkommt, weil ja speziell Freud jemand war, der doch eben sehr stark die kulturellen Aspekte unseres Gefühls und auch natürlich die Geschichte der Bürgerlichkeit und des Patriarchats mitgedacht hat. Deshalb würde ich gerne da noch einmal nachfragen, wie genau Sie dieses Verhältnis fassen würden zwischen der Individualisierung des Leidens in der Psychologie, Psychoanalyse und aber auch der Rückbindung dann durchaus auch an kulturelle Setzungen oder Bilder. Okay, I hope I understood your question. I'm not sure. Look, one way to answer the easy way, and in France, people often push me that way and say, but you're talking about American psychology, right? You're not talking about Freud and psychoanalysis. And when I don't want to have a fight, I say yes. But the truth is it's not what I think. Also es gibt da eine Antwort auf die Frage, die recht einfach ist. In Frankreich werde ich das auch oft gefragt und dann sagen die Menschen, Sie sprechen doch ganz bestimmt über die amerikanische Psychoanalytiker und nicht über Freud oder die amerikanischen Psychologen, nicht über Freud und die Psychoanalyse. Und wenn ich in einer Stimmung bin, wo ich mich nicht so streiten möchte, wenn ich nicht auf Krawall gebürstet bin, dann sage ich einfach ja.
Aber die Wahrheit ist eigentlich, dass ich nicht dieser Meinung bin. Freud hat sich selbst immer sehr gerne als Wissenschaftler gesehen. Aber seine Therapie und seine Theorie haben die Prämissen des viktorianischen Europa unterminiert. Zum Beispiel die Idee, dass Kinder eine Sexualität haben könnten. Das war ja vollkommen unvorstellbar. Und nebenbei gesagt, von einem wissenschaftlichen Standpunkt her gesehen auch absoluter Schwachsinn. Aber wenn er zum Beispiel über den Ödipus-Komplex spricht und er nimmt das direkt aus der griechischen Kultur und transportiert das in die europäische Kultur, dann denke ich, das ist einfach ahistorisch, das funktioniert so nicht. Freud hat sich selbst gerne als Doktor gesehen, als Dr. Freud, als den Psychoanalytiker, und er hat eine Universalität beansprucht. Er hat gedacht, er kann alles abbilden. Für ihn war Sexualität ein integraler Bestandteil des Selbst, mit der ganzen Struktur, die er dann für das Selbst geschaffen hat, das Ich, das Es und das Über-Ich. Und er hat immer gesagt, das ist universell und das ist überall anwendbar. Die Psychoanalyse hatte tatsächlich natürlich einen revolutionären Effekt. Allein die Tatsache, dass die Sexualität dann eine natürliche Sache werden konnte, das war schon eine Revolution. Aber das waren auch schon Strömungen, die vorher bestanden, die nicht Freud ins Leben gerufen hat. Aber es gibt durch Freud diese Narrative. Es gibt einen ganz klaren Bruch mit dem Christentum, mit dem augustinischen Blick auf die Dinge, dass die Sexualität mit Sünde und Scham behaftet ist. Das heißt, Freud war also natürlich für die kulturelle Revolution verantwortlich. Und ich denke, dass natürlich auch die sexuelle Revolution der 1960er Jahre darauf aufbaut, auf dieser allerersten Revolution durch Freud. Obwohl es nebenbei gesagt auch so ist, dass in den 1930er Jahren in den USA die Psychoanalyse doch eher konservativ verwendet wurde. Aber für mich ist es so, dass in der Psychoanalyse, das ist so eine Art Ego-Psychologie, die von einigen Prämissen ausgeht. Zum Beispiel die Prämisse, dass die individuelle Familiengeschichte immer sehr wichtig ist, dass die Tatsache, dass man sich mit seinem Innenleben befasst, dazu führen wird, dass es einem besser geht, dass man sich ändern kann, dass sich die Dinge verbessern, dass man von seinen Neurosen und seiner Besessenheit geheilt werden kann. Das heißt, was Freud getan hat, das hatte natürlich im 20. Jahrhundert sehr breite Auswirkungen. Aber es war auch ein Prozess der Normalisierung durch die Medikalisierung von Emotionen und des inneren Lebens, des Innenlebens von Menschen. Für mich ist es also so, dass die Psychoanalyse und auch die Psychologie da geht es einfach darum, Techniken und eine Sprache zu entwickeln, um mehr und mehr zur Normalität zu finden. Und die Ironie daran ist, dass gleichzeitig, also einerseits kann das natürlich heilen, andererseits schafft es aber auch immer mehr Kranke. Das ist natürlich das, was passiert. Das ist der Prozess der Normalisierung. Wir grenzen etwas immer mehr ein und im Zentrum, das immer klarer definiert ist, befinden sich die Normalen und außenrum gibt es immer mehr Abnormale, die behandlungsbedürftig sind, die zum Beispiel sehr wütend sind oder depressiv, die zu viel Sex haben, die gar keinen Sex haben. Sie alle werden pathologisiert und brauchen Therapie. Das ist das freudianische Moment. Und ich denke, man kann schon sagen, dass das Erbe Freuds natürlich auch umstritten ist. Many more people now are going to be abnormal and will need treatment. So, very angry people, very depressed people, people who have a lot of sex, people who don't have sex, all of them are equally abnormal and pathological and in need of therapy. And that, I think, is contained in the Freudian moment, in the Freudian cultural moment. And so Freud is indeed, I think the legacy of Freud is very conflicting. With that, I would totally agree. Okay. Ja, das Spannende, Frau Illouz, ist jetzt an Ihrem Ansatz, dass Sie wollen ja im Grunde auch auf eine Art, wenn man so will, Linderung aus, oder ich will jetzt nicht sagen Heilung, aber zumindest einer Linderung dahingehend, dass wir eben gerade wegkommen von dieser Individualisierung und dem Begriff von Innerlichkeit, was wir haben. Wir begreifen das Individuum als ein innerliches Individuum, das ganz bestimmte Gefühle in sich hat. Und Ihr Ansatz ist jetzt zu sagen, dass
nicht nur unsere Emotionen, also das, was wir eigentlich für das Authentischste halten, nicht nur unsere Emotionen, sondern auch die Art und Weise, wie wir begehren, überindividuell ist, nämlich verschaltet ist, verwoben ist mit der ökonomischen Struktur unserer Gesellschaft, sprich dem Kapitalismus. Und das müssen Sie uns jetzt genauer erklären, was Sie damit meinen. A big question. Gosh. So the question is how desire is connected to capitalism. Yes. So well, first of all, this is a thesis that was offered by Jackson Lears, who wrote a magnificent book in the mid-1980s on the cultural encounter between consumer culture and psychoanalysis. I mean, his book became a classic, so I'm just going to say something about his thesis. And his thesis is that at the end of the 19th century, there is a kind of sense of loss of meaning, fatigue with the over-rationalization of the modern world already in the 19th century. And there is a search for a lot of romantic meanings. There is a search for forms of spirituality or, spirituality that are not religious, because religion is also disappearing. And he says what provided it at the end of the 19th century. Also die Frage ist ja, ob wie Begehren und Kapitalismus zusammenhängen. Zum einen ist es so, da gab es jemanden, der in den Mitte der 1980er Jahre ein ganz tolles Buch geschrieben hat, Jack Silliers, der über Konsumkultur und Psychoanalyse gesprochen hat. Und das war das am Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen, hat er gesagt, dass es einen Verlust, einen Werteverlust gibt oder dass man nicht mehr weiß, wie man sich orientieren soll, dass es auch eine Art Abstumpfung gibt gegenüber der Überrationalisierung. Damals schon, am Ende des 19. Jahrhunderts, war das schon so, und dass die Menschen nach etwas Romantischem suchen, nach etwas Spirituellem, was aber nicht die Religion ist, weil die Religion nämlich auch gleichzeitig eher im Niedergang begriffen war. Und er hat also darüber gesprochen, er hat das benannt, dass eben die Psychoanalyse da auf die Konsumentenkultur, die Konsumkultur trifft. Das heißt, wenn ich von Psychoanalyse spreche, dann haben wir natürlich diese Idee von dem primitiven Selbst, dem ungezensierten Selbst, das Tabus überwinden muss, das das Gepäck sozusagen der Zivilisation überwinden muss, das sich ausdrücken und authentisch sein muss und dass das, was innen drin befasst ist, in uns drin nach außen treten muss, gewissermaßen ausbrechen muss. Und er hat also da dann erklärt, dass die kulturelle Bildung sozusagen, dass das mit der Konsumkultur einhergeht. Denn das 19. und 20. Jahrhundert, da war es natürlich so, dass der Kapitalismus sich noch gesucht hat, sich noch geformt hat. Die Massenmärkte bildeten sich und wollten dann natürlich wissen, wohin sie ihre Produkte und Güter verkaufen sollten. Denn es war ja zunächst so, dass die Menschen, denen wurde jahrzehntelang suggeriert, dass sie immer sparen müssen und kein Geld ausgeben dürfen. Da kam dann natürlich die Werbeindustrie ins Spiel. Die Werbe hatten eine sehr, sehr entscheidende Rolle im Fortschreiten des Kapitalismus, denn sie haben Botschaften kreiert und in die Welt verbreitet. Zum Beispiel die Botschaft, wie man sein richtiges, ursprüngliches und vielleicht auch sexuelles Selbst ausdrücken kann. Nämlich indem man konsumiert, indem man Parfüm konsumiert, Lippenstift, Kühlschränke, alles Mögliche. Das heißt also, durch die Werbe wurden diese Produkte gepusht, wie man halt so schön sagt. Freuds Frau hatte, glaube ich, einen Bruder, ich weiß nicht, wie er hieß, Edward oder so, glaube ich, der dann aus Österreich in die USA auswanderte, und der hat tatsächlich eine Public Relations Agentur, also eine Werbeagentur gegründet, die eben auf diesem Prinzip des Unterbewussten auch aufbaut. Aber ich komme noch mal zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Ich bin ja Kultursoziologin und ich habe keine Ahnung, was in den Menschen vorgeht, was innen drin ist. Ob
das Begehren tatsächlich etwas ganz Instinktives, Ursprüngliches ist, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass tatsächlich wirklich in den 1930er und 1940er Jahren der Konsum zu etwas Hypersexualisiertem geworden ist und die Menschen sexualisierte Wesen wurden und dass diese Impulse und das Begehren mobilisiert werden mussten und es auch wurden. Ich weiß aber natürlich, wie gesagt, ich wiederhole mich nicht, ob das wirklich stimmt. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Also wenn wir über Begehren sprechen, dann denke ich, das ist etwas, das die Werber für uns geschaffen haben. Etwas, das war ja ihr Job, sozusagen die Produkte in die Welt hinauszubringen und dies dann eben dadurch zu schaffen. Der zweite Punkt ist, und das ist erst etwas später passiert, in den 1960er und 70er Jahren, das erwähnt auch Wolfgang Strick, dass die Märkte dann tatsächlich gesättigt waren an einem gewissen Punkt, zumindest mit den festen Gütern, die es gab, also zum Beispiel Kühlschränke und Autos. Man konnte ja jetzt nicht das 5. Auto und den 10. Kühlschrank kaufen. Und das war entscheidend, weil es dann einen sehr wichtigen Wandel gab hin zu dem Konsumieren von anderen Produkten, die eben nicht fassbar waren, weil das selbst im Mittelpunkt stand. Was war dann wichtig? Es war wichtig, psychisch gesund zu sein. Es war wichtig, sexy zu sein, fit zu sein, schön zu sein. Auch was es bedeutet, sich dann gut zu fühlen, wenn man das alles ist, wenn man attraktiv ist. Das war also dann einer der Knotenpunkte des Kapitalismus nach den 1960er Jahren. Da möchte ich persönlich noch hinzufügen, dass es ja auch einen Konsum von Erlebnissen gibt. Es gibt jetzt Erlebnisse, die man, also nicht nur Bücher und Gläser wie normale Produkte, sondern auch einfach nach den 1960er Jahren beispielsweise der Tourismus. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie die Industrie oder wie der Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg, also wirklich mit dem Tourismus als eine der zentralen Industrien, diese Erlebnisse geschaffen hat. Erlebnisse, die natürlich auch Auswirkungen haben. Die Erlebnisse, der Tourismus zum Beispiel, der ruiniert ja zum Teil auch Landschaften, der formt gesamte Wirtschaften um und so weiter und so fort. Das ist aber das Zentrum der modernen Wirtschaften. Also würde ich mal vorsichtig formulieren, dass ich vielleicht eher skeptisch bin, wenn ich das Wort Begehren höre, weil das für mich immer mit dieser Konsumkultur verbunden Friedensbewegung und and his psychological health and physical fitness and beauty and sexiness, all those intangibles that are about the self and how the self presents itself to others and how good it feels about itself and how attractive it is. This has become really one of the knots, I think, of capitalism after the 1970s. And I would add to this experiential consumption. Consumption, we think of commodities mostly as, things with edges, like a book, which is a commodity. It's something we can hold in our hands. But after the 1970s, I think that a great deal of consumption shifts to being experiential consumption, the consumption of experiences. For example, tourism. Tourism, by the way, has become, I think, probably the greatest post-World War II industry. It is the practice that has most changed the world. It connects countries, it transforms completely landscape, it actually ruins a landscape, it transforms economies, and so on. And tourism is an experiential commodity, and it's central. I mean, tourism is central to the modern economy. So I would say that I am very, how shall I put it? I'm slightly suspicious and ironic when people use the word desire, etc., because for me, desire has been what consumer culture has tried to foster constantly. Sie haben das ja auch schon... Ja, Sie haben das ja auch sehr, finde ich, schön und erhellend ausgeführt schon in Ihrem Buch Konsum und Romantik, also wie eigentlich Romantik entsteht über Konsum. Also wenn wir zum Beispiel
verliebt sind, dann gehen wir eben essen oder wir kaufen eine Flasche Wein, wir machen uns schön und so weiter. Das war das Thema ja genau dieses Buches. Ich würde mich jetzt langsam gerne nochmal der zentralen These jetzt von diesem Buch hier annähern und vielleicht auch in etwas größeren Schritten, weil wir doch viel Zeit auch immer brauchen für die Übersetzung. Und zwar würde ich jetzt gerne genauer eingehen auf die sexuelle Revolution, auf die sogenannte sexuelle Befreiung, die ja hervorgegangen ist aus emanzipatorischen Bewegungen, also vor allem und insbesondere natürlich auch dem Feminismus, aber auch einfach einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Liberalisierung. Sie haben aber, und jetzt zwar auch gerade mit Blick auf das, was Sie vorhin ausgeführt haben, einen kritischen Blick auf die sexuelle Befreiung. Und das würde ich jetzt gerne genauer verstehen. Was genau ist an dieser sexuellen Befreiung kritikwürdig? Und inwiefern hat dieses Kritikwürdige etwas zu tun mit dieser kapitalistisch geformten Art des Begehrens? Okay. You said so-called sexual revolution. For me, it's not so-called. It was a sexual revolution. I think it should be taken very seriously. And, the result is that if in the 1970s, people from the right and the left thought that gay marriage was an absurd idea, today we are where we are, where people who love each other, of whatever sex, are allowed to get married. Sexual revolution was meant that if you had sexual relationships with a woman, depending on the milieu you were in, but you pretty much had to marry her afterwards, especially if she was pregnant. But even if she was not pregnant. Zunächst möchte ich kurz sagen, dass Sie gesagt haben, die sogenannte sexuelle Revolution, das muss man auch schon sagen, dass die ja nun durchaus stattgefunden hat. Das Ergebnis davon war aber dann auch, dass in den 1970er Jahren sowohl die Linksgerichteten als auch die Rechtsgerichteten damals noch sagten, dass die Idee von der Ehe zwischen Homosexuellen komplett unmöglich sei. Also dass man da gar nicht sehen könne, wie das sein soll, was ja heute sich zum Glück geändert hat. Dann hatten wir natürlich auch die sexuelle Revolution in dem Sinne, dass wir vorher die Situation hatten, dass es davon abhing, je nachdem, aus welchem Milieu man kam, wenn man mit einer Frau Geschlechtsverkehr hatte, dass man sie dann auch heiraten musste. Ob sie nun schwanger war, dann auf jeden Fall. Aber auch wenn sie nicht schwanger war, war es so, dass ihr Status und ihr Ruf auf dem Spiel standen und dass sozusagen bis zu den 1960er Jahren es so war, dass die Jungfräulichkeit einen Wert auf dem Heiratsmarkt darstellte. Und dann haben wir den Aspekt der sexuellen Lust, des sexuellen Selbst. Das wurde ja dann eben möglich gemacht, sozusagen das anders zu sehen. Und es gibt also viele gute Ergebnisse dieser sexuellen Revolution, wenn man das emanzipatorisch betrachtet. Aber ich möchte mich eigentlich meistens nicht so sehr damit aufhalten, das zu betrachten, was Menschen sagen, dass sie tun, sondern auch mit den Konsequenzen, die man tatsächlich sehen kann. Und da habe ich in meinen Untersuchungen gesehen, dass die Sexualität heute eine ganz erhebliche Geldquelle ist, zum Beispiel von den Medien extrem ausgenutzt wird. Medien zum Beispiel wie Hollywood, die den weiblichen Körper und die weibliche Sexualität immer wieder verwendet haben und auch noch verwenden als Quelle, um Medieninhalt attraktiver zu machen. Das heißt, durch die sexuelle Befreiung konnten Unternehmer diese neue Sexualität